Argentinien ist für viele ein Traumland in Lateinamerika, insbesondere seitdem dort Javier Milei, der libertäre Präsident, an der Macht ist und mal dort mit der Bürokratie und der ganzen eingesessenen politischen Elite einmal so richtig aufräumt. Das argentinische Steuersystem hat ja den Ruf, nicht besonders steuerzahlerfreundlich zu sein, um es einmal gelinde zu sagen. Argentinien ist ein Hochsteuerland und sehr, sehr komplex und bürokratisch. Daher sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich in Argentinien leben, um dort eben unbeschränkt steuerpflichtig zu sein will. Oder lieber Argentinien als zweite Basis nutzt, sich dort regelmäßig zu Besuch aufhält, aber die unbeschränkte Steuerpflicht im Grunde genommen vermeidet. Wie das Ganze genau funktioniert und welche Fallen beim argentinischen Steuersystem locken, das wird jetzt mein Kollege Harley für uns einmal zusammenfassen, der bei uns im Hause für den Bereich Lateinamerika zuständig ist. Harley, Bühne auf für dich. Erzähl uns was über das Steuersystem in Argentinien. Einer der reichsten und einflussreichsten Investoren der Welt, Peter Thiel, hat sich vor kurzem eine Villa für $12 Millionen mitten in Buenos Aires gekauft. Im noblen Barrio Park, mitten in der Stadt. Familie umgezogen, Kinder in der Schule angemeldet und er ist nicht der Einzige. Die Milliardäre und die Vermögenden schauen plötzlich wieder nach Argentinien. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Argentinien? Das Land der Pleiten, der Hyperinflation, der Kapitalkontrollen. Das Land, in dem die Leute ihre Dollar jahrzehntelang unter der Matratze versteckt haben, weil sie keiner Bank getraut haben. Warum zieht ausgerechnet dorthin jetzt das große Geld? Gute Frage, oder? Die Antwort ist ein Mann mit einer Kettensäge. Sein Name ist Javier Milei. Und hier kommt der Haken, über den fast niemand redet. Wenn du das, was die Klugen in Argentinien machen, falsch machst, dann ist Argentinien nicht dein Steuerparadies, sondern die teuerste Fehlentscheidung deines Lebens. Denn anders als Uruguay nebenan besteuert Argentinien seine Steuerresidenten auf das weltweite Einkommen und auf das weltweite Vermögen. Wenn du da einfach so naiv hinziehst und zum Steuerresidenten wirst, greift der argentinische Staat auf alles das zu, was dir gehört, also überall auf der Welt. Also Achtung und gut zuhören. Ich bin Harley. Ich bin für unsere Mandanten in allen 12 Ländern Lateinamerikas vor Ort und Argentinien ist eines der faszinierendsten, aber eben auch gleichzeitig eines der gefährlichsten Länder auf meiner Liste. In den nächsten 15 Minuten zeige ich dir, wie das Steuersystem hier wirklich funktioniert, wie die Reichen das Land genießen, ohne in die Falle zu tappen und wie der neue Weg zum argentinischen Pass aussieht, der dich eben nicht zum Steuerzahler macht. Richtig. Bleib bis zum Schluss dran. Und der Unterschied zwischen zwei Wegen, die fast gleich aussehen, entscheidet darüber, ob dein weltweites Vermögen unangetastet bleibt oder eben nicht. Aber fangen wir von vorne an. Warum überhaupt Argentinien und warum gerade jetzt? Ich war oft in Argentinien und ich sage dir, es gibt wenige Orte auf der Welt, die einen so packen können, wie das in Argentinien der Fall ist. Ja, Buenos Aires ist eine europäische Stadt, die sich nach Südamerika verirrt hat, könnte man sagen. Recoleta mit seinen Pariser Fassaden, Palermo mit den Cafés und den Parks, abends ein Steak. Wir kennen, glaube ich, alle ganz gut die argentinischen Steaks, also zumindest die Fleischesser unter uns. Ja, und irgendwo spielt jemand ein Tango. Oftmals wird sogar Live-Tango getanzt unter Kastanien oder Platanen. Dazu trinkt man ein schönes Glas Malbec. Also es ist eben einfach sehr, sehr beeindruckend. Oder du fährst ein Stückchen weiter, ein bisschen Mendoza, kennen bestimmt viele, zwischen den Weinbergen und den schneebedeckten Anden. Es ist einfach traumhaft schön. Oder eben runter nach Bariloche und Patagonien, Berge und Seen, soweit das Auge reicht. Argentinien hat einfach alles. Es ist ein großes Land, es ist ein wunderschönes Land. Es hat so viel Temperament, es hat so viel Historie. Wer das mag,
eben auch die Gebäude und die Natur und die netten Menschen und das Temperament, das tolle Wetter. Ja. Okay, und jetzt kommt das, was Investoren wirklich anlockt. Unter Millet ist dieses Land mitten in der größten Wirtschaftswende seit Jahrzehnten. Die Inflation, die mal bei über 20% im Jahr wohlgemerkt lag, ist drastisch gefallen. Der Staatshaushalt ist zum ersten Mal seit Jahren im Überschuss. Ja, die Bürokratie wird zerschlagen, die Steuerbehörde wurde umgebaut und es gibt ein eigenes Investitionsregime für Großprojekte. Und mit Vaca Muerta ist Argentinien zum Energieexporteur geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine echte Aufbruchstimmung und genau das riecht das große Geld her. So, aber ich bin Realist. Ich bin sehr hemdsärmlich, sehr pragmatisch. Ich bin kein Verkäufer, also sage ich dir auch die andere Seite. Diese Wende ist noch nicht fertig. Die Inflation ist immer noch hoch, irgendwo um die 30% pro Jahr. Der Peso bleibt ein Risiko. Wer hier sein Vermögen in der Landeswährung parkt, spielt mit dem Feuer. Aber das ist, glaube ich, jedem klar. Du gehst nach Argentinien für die Chance und für das Leben, nicht für die Stabilität. Das muss man wissen. Ja. Die findest du eine Fähre weiter in Uruguay. Soweit das Schöne jetzt zu steuern. Hier musst du jetzt wirklich aufpassen, denn hier liegt der ganze Unterschied zwischen einem klugen und einem teuren Plan. Die eine Regel, die du nicht vergessen darfst: Wer in Argentinien steuerlich ansässig ist, der zahlt Steuern auf sein weltweites Einkommen. Und da wird nicht getrickst. Ja. Bei der Einkommenssteuer bis hinauf zu 35% und du zahlst Vermögenssteuer, die Bien Personales, wie dies in Argentinien heißt, auf dein weltweites Vermögen. Also nicht nur das, was in Argentinien liegt, sondern auf alles, was du weltweit besitzt an Vermögen. Dein Depot in der Schweiz, deine Immobilie in Deutschland, dein Konto in Singapur, alles fällt in die Bemessung. Der Satz ist niedrig und unter Javier Milei sogar gefallen. Der liegt deutlich unter 2% und sinkt weiter. Und es gibt einen Freibetrag. Der moderate Vermögen verschont. Aber für jemanden mit echtem Vermögen ist das Prinzip brandgefährlich. Eine jährliche Steuer auf dein gesamtes Weltvermögen Jahr für Jahr. Das kann man sich vielleicht als Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, kaum vorstellen. Aber wenn es um wirklich große Vermögen geht, dann ist das mit Sicherheit nicht gut. Ja. So, und das ist das genaue Gegenteil von Uruguay und genau deshalb wird der naive Auswanderer hier zum Opfer. Er hört, Milei senkt die Steuern, Argentinien wird liberal und zieht einfach hin. Und dann zieht der Staat eine Linie um dein gesamtes Vermögen. Also, kluges Setup aufbauen, gut vorbereiten, gut nachdenken, Beratung einholen und dann umziehen, wenn man das möchte, oder dann eben auch nicht mehr. So, und jetzt kommt der Teil, der dich rettet, und das ist das Wichtigste an Informationen, was du in diesem Video bekommst. Die Frage ist nämlich nicht, ob du in Argentinien lebst oder eine Wohnung hast. Die Frage ist ganz präzise, wann der Staat dich offiziell zum Steuerresidenten macht. Und das ist enger geregelt, als die meisten glauben. Es gibt im Kern 2 Auslöser und die sollte jeder gut verstanden haben und sich dann anhand dieser Erkenntnisse auch zu einer Entscheidung durchhangeln können. Also, der erste Auslöser ist die permanente Aufenthaltsgenehmigung, die Residencia Permanente, wie sie genannt wird, dort unten in Argentinien. Und das ist die scharfe Falle. Das ist nämlich die Stolperdraht-Variante, könnte man auch dazu sagen. In dem Moment, in dem du die Residencia Permanente, also die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommst, bist du Steuerresident. Sofort, Punkt. Ab dem ersten Tag des Folgemonats giltst du als weltweit steuerpflichtig. Also, das, was ich gerade gesagt habe, dein gesamtes weltweites Vermögen. Kein Aufenthaltstest, keine 12 Monate Schonfrist, nichts. Der Status allein zieht den Draht. Ping!
Merkt ihr das? Die Residencia Permanente ist für den Vermögenden in der Regel das Letzte, was du willst. Der zweite Auslöser ist die physische Anwesenheit. Und hier liegt der Punkt, den fast alle falsch verstehen und sogar manche Berater auch falsch verstehen. Ein Ausländer wird zum Residenten, wenn er ohne permanente Genehmigung, also nur mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, tatsächlich 12 Monate im Land verbleibt. Das muss man erstmal verstehen. Ja. Auch wenn du die permanente Aufenthaltsgenehmigung noch nicht hast, also dort einfach nur einreist und mit einer temporären Aufenthaltsgenehmigung dort vor Ort bist, wirst du zum Steuerresidenten. Also das ist total crazy, ja. Das entscheidende Wort ist verbleibt. Punkt. Also permanecido. Es ist in der Tat hier die Rede von der körperlichen Anwesenheit, kein Test der Genehmigung. Und das ist gleichzeitig auch die gute Nachricht. Du kannst eine befristete Aufenthaltsgenehmigung haben. Ja, also temporär befristet. Also einen argentinischen DNI, wie man so schön sagt, also DNI geschrieben, ja. Ein Ausweis, das ganze Paket, um bequem ein- und ausreisen zu können und trotzdem kein Steuerresident zu sein. Das muss man verstehen. Also, solange du nicht tatsächlich diese 12 Monate im Land bleibst, so, das Halten dieses Papiers macht dich nicht steuerpflichtig. Das physische Dableiben macht dich steuerpflichtig. Die Unterscheidung ist das ganze Spiel. Also, nochmal langsam. Jetzt fragst du dich natürlich, was heißt 12 Monate verbleiben? Kein Mensch sitzt ein Jahr lang ohne Unterbrechung in einem Land. Und genau dafür gibt es die 90-Tage-Regel und die erkläre ich dir jetzt. Ganz einfach, denn die klingt komplizierter, als sie ist. So, die 90-Tage-Regel ist nichts anderes als die Definition des Wortes durchgehend. Ja, das ist alles, was sie tut. Das Gesetz sagt, du bist nach 12 Monaten durchgehenden 12 Monaten zum Residenten. Ja, aber weil eben niemand wirklich 365 Tage am Stück bleibt, definiert die Regel eine Toleranz. Kurze Abwesenheiten brechen die Durchgängigkeit nicht, solange deine Zeit im Ausland dieses 12-Monats-Fenster zusammengerechnet nicht mehr als 90 Tage beträgt. So, auch das nochmal. 2 Dinge musst du dabei richtig verstehen. Erstens, es wird zusammengezählt, nicht pro Reise. Das ist schon mal gut. Ja. Durchgehend oder mit Unterbrechung, sagt das Gesetz. Du addierst also jeden einzelnen Tag, den du im 12-Monatsfenster draußen warst. 3 kurze Reisen, die zusammen 100 Tage ergeben, sprengen das Limit genauso wie eine einzige Reise von 100 Tagen. Zweitens, es ist ein rollendes 12-Monatsfenster. Kein Kalenderjahr. Auch wichtig zu wissen. Ja, ist ja ein Unterschied, wie man das berechnet, vom 1.1. oder eben von dem Tag des Erhalts deiner temporären Aufenthaltsgenehmigung. Jetzt ganz konkret. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also stell dir jemanden vor, der ab Januar mit einem befristeten Visum in Buenos Aires lebt. Der macht eine 3-wöchige Reise nach Chile und verbringt 5 Wochen im Sommer zum Beispiel in Europa. Zusammen macht das also ungefähr 56 Tage, wo er draußen ist. Er bleibt unter dieser 90-Tage-Regelung. Seine Abwesenheit setzt also nichts zurück. Und nach 12 Monaten ist er weltweit steuerpflichtig. Also wichtig. Genau mitrechnen. Ja. Derselbe Mensch, der 4 Monate am Stück im Ausland ist, also etwa 120 Tage, der hat die Durchgängigkeit gebrochen, ja, weil er ja länger als 90 Tage draußen ist. Die 12 Monate werden nie voll. Also, es geht immer darum, ein Jahr, ein rollierendes Jahr zu berechnen. Und von diesen 365 Tagen müssen 90 Tage Unterbrechung drin sein. Ja, du musst dich also eben 3 Monate außerhalb des Landes befinden. Und diese 3 Monate müssen aber nicht am Stück sein, sondern zusammengerechnet 90 Tage. Ja. Nochmal an diesem Beispiel, ja, derselbe Mensch, der also 4 Monate am Stück im Ausland bleibt, ist also etwa 120 Tage außerhalb Argentiniens und er hat damit die Durchgängigkeit durchbrochen. Die 12 Monate werden nie voll und er wird demzufolge nicht
Steuerresident zahlt dann eben keine weltweiten Steuern in Argentinien. So, und wenn wir das jetzt mal auf einen Plan B-Menschen, das sind ja die meisten unserer Mandanten, die sich also dafür interessieren, einen Plan B aufzubauen, den sie dann in einen Plan A zum Beispiel umschalten. Oder von mir aus nimmst du eben so diesen Thiel-Typen, wenn du so willst. Also, wer nur ab und zu für ein paar Wochen nach Argentinien kommt, wie er zum Beispiel vermutlich, ja, seine Villa genießt, ein Steak isst und dann wieder wegfliegt, der ist den weitaus größten Teil des Jahres logischerweise ja dann außerhalb Argentiniens. Ja, das betrifft also viele Businessmenschen, die wirklich viel um die Ohren haben Sonntag. So, also nehmen wir mal jetzt an, Thiel, seine Abwesenheit liegt also bei ca. 250 von 365 Tagen, ist also meilenweit über die 90 Tage und löst damit logischerweise eben einfach durch diese Unterbrechung des 12-Monats-Zeitraums von mindestens 90 Tagen, löst er damit eben einfach diese weltweite Steuerpflicht nicht aus. So, seine Anwesenheit ist also nicht im Ansatz durchgehend. Die 12-Monats-Uhr, könnte man auch sagen, fängt gar nicht erst an zu laufen und die 90-Tage-Regel ist völlig irrelevant. Die Toleranz beißt nur den, der ganz nah an der vollen Jahresgrenze schwebt, sozusagen, ja, und sich herausreden will. Also es gibt ja Menschen, die, ich unterstelle das jetzt mal, es gibt ja Menschen, die super gerne die ganze Zeit in Argentinien leben und dann nur so tun, als wären sie 90 Tage draußen. Und das ist schwierig. Ja? Und natürlich auch nicht zu empfehlen. Ja? Wir haben viele Mandanten, die sich ganz exakt an diese Spielregeln halten und dann funktioniert das auch. Ne? Die Toleranz beißt nur den, der ganz nah an der vollen Jahresgrenze schwebt und sich herausreden will. Für den gelegentlichen Besucher kommt sie nie ins Spiel. Und damit hast du die gesamte Strategie. Der kluge, vermögende Unternehmer, Mensch, Pensionär, Freischaffender nimmt nie die permanente Residenz her. Ja, also die Daueraufenthaltsgenehmigung, und er bleibt nie die ganzen 12 Monate im Land. Er hält vielleicht einen befristeten Status für die Bequemlichkeit des Kommen und Gehens. Ja? Also eine temporäre Residenz zum Beispiel ist ja doch ein bisschen einfacher, als einfach nur so ein- und auszureisen oder ein Besuchervisum. Ja? Also er nimmt praktisch diesen befristeten Status, die temporäre Residenz, für die einfachere Ein- und Ausreise. Er hat seine Villa irgendwo, sein Konto vor Ort. Und weil er eben nicht Resident bleibt, gilt für ihn nur Folgendes: Die Bienes Personales nennt sich dort, ja, also dein persönliches Vermögen, trifft ausschließlich sein argentinisches Vermögen, also seine Villa, und nicht das Weltvermögen. Wichtig zu verstehen. So. Und besteuert wird eben nur sein Einkommen aus argentinischen Quellen. Also wenn du eine Firma aufbaust in Argentinien, die muss natürlich in Argentinien versteuert werden. Ja. Oder wenn du die Villa zum Beispiel, wenn du sie nicht selber nutzt, dann vermietest, dann würde auch das natürlich in Argentinien besteuert werden. Aber eben nur die Einkommen, die direkt innerhalb Argentiniens generiert werden. Das komplette globale Vermögen, ja, also deine ganzen weltweiten Vermögenswerte und Einkünfte bleiben unangetastet. So, du hast also dann das Land, du hast das Leben dort, das wunderschöne Leben, du hast die Aufbruchstimmung, du hast tolle Chancen in Argentinien, tolle Menschen, tolle Natur, ohne den Staat in deine weltweite Bilanz reinzulassen. Das ist die Kunst. Na? So, und jetzt kommen wir zum zweiten heißen Thema, nämlich der Pass. Der argentinische Pass ist für viele Menschen interessant. Und auch an der Stelle hat Javier Milei, den ich im Übrigen sehr mag, den kettensägen Mann, was ganz Spannendes eingebaut. Argentinien verteilt, muss man auch sagen, ja. Argentinien verteilt neuerdings die Staatsbürgerschaft an Investoren oder plant dies zumindest. Also das Gesetz ist da, schriftlich bestätigt und durch. Jetzt fehlen noch die Ausführungsbestimmungen, aber das erkläre ich gleich noch. Und auch hier empfehle ich gut aufzupassen und die Sachen zu speichern oder sonst auch nochmal zurückzuspulen, das Video einfach irgendwo abzuspeichern. Weil das sind zwei Wege,
um an den Pass zu kommen, die sehen sehr ähnlich aus, aber sind völlig unterschiedlich und haben natürlich dann eben auch ein unterschiedliches Ergebnis. So, also zunächst mal der klassische Weg zur Einbürgerung verlangt 2 Jahre durchgehenden Aufenthalt im Land. Und das heißt also wirklich physische Anwesenheit. Wir haben Mandanten, die sind darauf scharf, die wollen unbedingt diesen klassischen Weg gehen, aus persönlichen Gründen, Familie und so weiter. Und die trauen sich tatsächlich nicht, auch nur einen einzigen Tag in den 2 Jahren, wir reden hier von 24 Monaten immerhin, trauen sich nicht einen einzigen Tag außer Landes zu gehen, weil das würde sofort, der eine Tag würde sofort mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die ganze 24-Monatsfrist stoppen und es würde wieder von vorn anfangen, gezählt zu werden, wieder volle 24 Monate und das wird streng kontrolliert. Du kannst nicht einfach über irgendeine grüne Grenze krabbeln und denken, der argentinische Staat merkt es nicht. Es ist im Zweifel eben nachzuweisen. Ja. Und wie erfolgen die Nachweise? Natürlich durch die Ein- und Ausreisestempel an der Grenze und so weiter. So, also nochmal, der klassische Weg braucht eben einfach 2 Jahre durchgehenden Aufenthalt im Land, bevor du den überhaupt beantragen kannst. Ja, das klingt alles harmlos, ist es aber nicht. Weil eben diese durchgehende zweijährige Anwesenheit körperlich tatsächlich segeln genau durch diesen 12-Monats-Anwesenheitstest durch, den ich eben gerade erklärt habe. Also es ist nicht ganz easy und du wirst auch gleich mal verstehen, warum, wenn du den zweiten Weg gehört hast. Ja, ist vielleicht nicht für jedermann, aber gut zu wissen. So, du wirst also rund um den 12. Monat zum weltweiten Steuerresidenten. Das kommt ja noch dazu. Ja, und das etwa ein ganzes Jahr, bevor der Pass überhaupt in deiner Hand liegt. Das heißt, du solltest dir gut überlegen, was hast du für Einkommen, wie viel Einkommen hast du weltweit. Wenn du jetzt nur über ein ganz geringes Einkommen verfügst, dann mag das alles noch irgendwie gehen. Aber wenn wir hier über ein umfangreicheres Vermögen weltweit nachdenken, dann, naja, das kannst du dir selber beantworten, ja. So, also du würdest dann sozusagen schon ein Jahr, weil der Pass dauert ja dann auch noch Beantragung, bis er in deiner Hand liegt, sondern hast du schon mal volle 3 Jahre sozusagen, wo du mit deinem weltweiten Einkommen steuerpflichtig wirst und das vergiftet dich natürlich steuerlich sozusagen, ja. Egal, ob das Papier permanent oder eben befristet ist, also deine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, nicht die permanente Genehmigung ist hier das Problem, sondern die verlangte Anwesenheit. Und wenn du eben keine 24 Monate durchgehend anwesend bist, kriegst du den Pass nicht. Das muss man verstehen. Okay, also für diejenigen, die überhaupt in Richtung eines Zweitpasses denken, und das werden ja immer mehr Mandanten. Warum werden es immer mehr Mandanten? Weil sich die Situation hier in Deutschland zuspitzt. Wir reden hier ja von offensichtlicher Kriegshetze und wenn du dem entkommen willst, entweder du selber oder deine Kinder, dann geht es ja nur über den Weg, also wenn du es wirklich rechtssicher haben willst, geht es nur über den Weg, die deutsche Staatsbürgerschaft, also den deutschen Pass, so ist es richtig, den deutschen Pass abzugeben und das kannst du ja nur machen, wenn du einen Zweitpass hast. So, deshalb ist eben einfach Argentinien neben seiner schönen Natur und den netten Menschen und dem Temperament und dem tollen Essen und dem tollen Wein ist eben Argentinien an der Stelle auch interessant. Aber, also wer dann jetzt denkt, ach, na dann gehe ich mal nach Argentinien, in 2 Jahren habe ich ja den Pass, der sollte sich darüber im Klaren sein. Er muss die kompletten 24 Monate im Land sein. Ohne einen einzigen Tag Unterbrechung. Da möchte ich eben auch nochmal sagen, weil ja, manche Menschen denken ja dann, ach naja, das ist ja ganz easy, das mache ich mal, weil ich habe alles umgestellt, ich kann remote arbeiten und das ist alles kein Problem und zack, dann werden sie krank oder die Mutter oder das Kind oder irgendwas und dann muss man doch nochmal kurz außer Landes, weil man eben, weiß ich nicht, zum Beispiel in ein vermeintlich perfektes Krankenhaus nach Deutschland will. Das ist natürlich auch alles schon lange nicht mehr so, aber manche Menschen denken. Also das will ich einfach auch noch mal gesagt haben.
So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Weg und der ist eben einfach super interessant, wenn auch nicht ganz preiswert. Bitte nicht falsch verstehen, jetzt wird es wieder einige Kommentare unter dem Video geben, naja, das ist ja wieder nur für reiche Leute und so weiter. Aber wir haben viele Mandanten, die sehr vermögend sind und die freuen sich über solche Investitionswege. Also ich will es euch kurz erklären. Dieser Investitionsweg verlangt weder die permanente Aufenthaltsgenehmigung noch irgendein Mindestaufenthalt. Und an der Stelle wird es sehr interessant, ja. Und deshalb ist das der saubere Weg. Das Dekret kam im Jahr 2025 raus. Und hier kann eben einfach jeder Ausländer die Staatsbürgerschaft über Einbürgerung erhalten, wenn er unabhängig von der Dauer seines Aufenthalts eine relevante Investition im Land nachweist. Ja. So, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Also du brauchst weder eine temporäre noch eine permanente Residenz, du brauchst keine 2 Jahre Anwesenheit. Und jetzt kommt der Knaller. Du hast demzufolge eben auch keine automatische Auslösung deiner Steuerresidenz in Argentinien. Und jetzt der Punkt, der das Ganze wirklich rund macht. Das Gesetz stellt ausdrücklich klar, wer die argentinische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung aufgrund einer relevanten Investition erhält, wird allein dadurch nicht zum Steuerresidenten. Für die Einkommenssteuer giltst du weiter als Ausländer und es gelten die allgemeinen Residenzregeln. Du bekommst also den Pass, ohne das Steuerheimatland mitzukaufen sozusagen. Ja. Das ist der heilige Gral für einen zweiten starken Pass, ohne dass dich der Staat Argentinien dort mit deinem gesamten Weltvermögen packt. So, 3 ehrliche Hinweise, bevor jemand jetzt direkt losschießt und darauf baut. Erstens, das Ganze ist noch nicht voll in Betrieb, was ich eben schon mal erwähnt habe. Unterschrieben wurde das Gesetz, also das Dekret 2025, aber die Ausführungsregeln sind noch nicht komplett durchgeschrieben. Die Tinte darunter ist also noch nicht trocken. Ja. Der volle Start wird in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres, also 2026, erwartet. Und zweitens, jetzt wird es interessant, nämlich die Schwelle. So, also berichtet wird über eine Investition ab ungefähr 500.000 US-Dollar. Im Moment ist ja der Euro günstiger als der Dollar, kann man, also stärker, also günstiger für den Kauf. Ja. So, und es werden Schlüsselsektoren genannt, wie Energie und Landwirtschaft, Technologie, Tourismus und Achtung, Immobilien zählen nicht dazu. So, also deine Villa, die du dir kaufen willst, in Buenos Aires zum Beispiel, wie Peter Thiel, qualifiziert dich also nicht. Ja, das muss man wissen. So, und drittens, es gibt eine Prüfung. Also es wird eine, das habe ich ganz am Anfang erwähnt schon, es wird also eine eigene Stelle dafür eingerichtet oder die wurde schon eingerichtet, die dann jeden einzelnen Antrag auf Sicherheit und nationales Interesse prüft, bevor er durchgeht. Das ist also kein Automat. Es gibt keinen Anspruch, da durchzukommen, weil es ist eben einfach ein Verfahren. Und wie ihr das vielleicht schon kennt aus anderen lateinamerikanischen Ländern, es gibt immer Spielräume, es gibt immer Ermessensmöglichkeiten der einzelnen Beamten. Allerdings denke ich mal, wenn man hier um die Ecke kommt, und dahin beraten wir ja auch, das mit einfach renommierten und seriösen Anwälten zu machen, die das schon sehr lange tun in Argentinien, dann ist man auf der sicheren Seite im Vergleich dazu, wenn man es eben einfach auf eigene Faust tun würde. So, und jetzt also nochmal ganz konkret zu dir, wenn du jetzt denkst, ich will aber wirklich dort leben. Ja, was ist dann? Also wenn du jetzt sagst, ich will dauerhaft und mit allem, mit Kind und Kegel nach Argentinien ziehen und will dort eben einfach jahrelang bleiben, ja, dann solltest du wirklich ehrlich zu dir selbst sein. Wenn du nämlich wirklich ganzjährig in Argentinien lebst, dann wirst du auch nach 12 Monaten zum Residenten und zum Steuerresidenten und dann greift die weltweite Besteuerung. Punkt. Also das musst du auf dem Schirm haben bei der Überlegung, so schön wie das Land ist. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, solange du kein größeres nennenswertes Vermögen hast,
auf der ganzen Welt verteilt. Mag das für dich in Ordnung sein? Dann funktioniert das, wenn du das möchtest. Aber bitte auch daran denken, vielleicht ändert sich dieser Status mal. Vielleicht hast du irgendwann ein größeres weltweites Vermögen. Und das gilt es ja dann auch zu bedenken. So, also für jemanden, ich sage es nochmal zu aller Klarheit, einfach für jemanden, der also ein überschaubares Auslandseinkommen ohne großes weltweites Vermögen hat, kann das trotzdem aufgehen, gerade mit den gesunkenen Sätzen und den höheren Freibeträgen. Ja, Javier Milei hat dann den ganzen Spaß ja angepasst, also Freibeträge hochgenommen, Steuersätze gesenkt. Das ist okay. Aber eben einfach für wirklich vermögende Menschen, wie eben viele unserer Mandanten ja sind, ist die Vollresidenz in Argentinien, also mit voller Anwesenheit und dem ganzen Schnipp, Schnapp, Schnupp, worüber ich die ganze Zeit spreche, fast nie der kluge Zug. Ja. Gehe es mit offenen Augen an und rechne es vorher gut durch. Und das ist mit Sicherheit besser, als hinterher anfangen zu rechnen. Ja. So. Lass mich das Wichtigste vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich weiß, das sind viele Informationen, aber ich bringe es mal auf den Punkt. Argentinien ist nicht Uruguay. Es besteuert Residenten auf das weltweite Einkommen und das weltweite Vermögen. Die Residencia Permanente ist der sofortige Stolperdraht. Die 12 Monate echte Anwesenheit sind der zweite Auslöser. Und die 90-Tage-Regel ist nur die Definition von durchgehend. Ja. Wer das versteht, kann Argentinien als Stützpunkt nutzen, als Plan B, als Lebensgefühl, ohne den Staat in seine Weltbilanz reinzulassen. Und wer den Pass will, nimmt den Investitionsweg und nicht den klassischen. So ist vielleicht die kürzeste Variante. Vorausgesetzt, man hat natürlich 500.000 US-Dollar. Und genau hier wird es heikel, denn das ist ja Millimeterarbeit, ja. Ein falscher Status, ein paar Tage zu viel im Land, der falsche Antrag beim Pass und aus deinem cleveren Plan wird eine weltweite Steuerpflicht. Man könnte dann auch Steuerhölle vielleicht sagen. Okay, es ist noch nicht ganz so schlimm wie in Deutschland, aber zumindest hat Deutschland noch nicht die weltweite Steuerpflicht, auch wenn alle Anzeichen darauf deuten, dass es in diese Richtung geht. Aber in Argentinien hättest du dann mit der weltweiten Steuerpflicht zu tun und die ist ja nicht gerade lustig. Aber ich wiederhole mich an der Stelle. Ja. Ich habe also schon Leute gesehen, die ihre Zielseite perfekt geplant hatten und genau dann an so einem Detail gescheitert sind. Also das, was ich gerade besprochen habe. In Argentinien ist eben die Grenze zwischen genial und teuer hauchdünn. Das ist ein Drahtseilakt und man muss es richtig verstehen. Deshalb, wenn du gerade ernsthaft über Argentinien oder irgendein anderes Land in Lateinamerika nachdenken solltest, dann trifft diese Entscheidung nicht im Blindflug und nicht auf Basis irgendeines Blogartikels von vor 3 Jahren. Buch dir bitte ein persönliches Beratungsgespräch mit mir. Den Link findest du natürlich unten in der Beschreibung. Und in dieser Beratung schauen wir uns dann deine konkrete Situation an. Welches der 12 Länder wirklich zu dir passt zum Beispiel. Ich habe also mehrere Mandanten schon gehabt, die kommen um die Ecke zum Beispiel und sagen, ich möchte unbedingt Mexiko. Und dann stellen wir gemeinsam fest, das ist nicht optimal. Und zum Beispiel El Salvador oder Costa Rica passt viel besser. Ja, und das ist ja immer hochindividuell. Es hängt immer an der Lebensgeschichte. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Residenzstrategie brauchst du, welches Visum macht Sinn für dich, welche Fristen gibt es und wie du genau deine Anwesenheit planst und eben auch diese Anwesenheitsfallen, wie wir sie gerade besprochen haben, vermeidest. Wir schauen uns an, wie deine Steuerstruktur aussehen muss, territorial oder Welteinkommen, die Analyse deiner Doppelbesteuerungsabkommen, der Schutz nach § 2 Außensteuergesetz und wo Banking und Gesellschaft hingehören, meistens nämlich außerhalb Lateinamerikas. Also wichtig, niemals alle Eier in einem Korb zu haben. So, und was mir ganz wichtig ist zu sagen, das ist ausdrücklich kein Verkaufsgespräch. Ja. Du bekommst eine ehrliche Analyse, inklusive der Fälle, in denen Lateinamerika für dich schlicht die falsche Antwort ist. Ja, also wenn wir feststellen, dass eben zum Beispiel ein bestimmtes Land, was du dir in den Kopf gesetzt hast, nicht passt oder
wir feststellen, ganz Lateinamerika ist nichts für dich. Es wäre eher Asien oder es wäre eher Amerika oder dann sage ich dir das auch. Ja. Also hier geht es nicht darum, irgendwie eins der 12 Länder jetzt anzupreisen. Das liegt mir völlig fern und das liegt auch Sebastian und unserem ganzen Team völlig fern, weil wir immer authentisch und so beraten, dass wir immer unseren Mandanten und uns auch selbst in die Augen schauen können. Ja. So, also wenn du noch nicht sicher bist, fang vielleicht am besten mit der kostenlosen Potenzialanalyse an. Die ist ebenfalls hier unten verlinkt. Du schickst uns einfach deine Eckdaten, tippst sie dort auf der Seite ein. Wir schicken dir dann eine erste kurze Einschätzung. Bitte kein Roman schreiben, auch von uns kein Roman erwarten, sondern wirklich auf die Fakten konzentrieren, stichpunktartig am besten schreiben, was es geht. Dann gibt es normalerweise innerhalb von 7 bis 10 Tagen Terminmöglichkeiten, die du buchen kannst, auch dann per Zoom oder WhatsApp, Telegram oder Google Meet. Und abschließend vielleicht nochmal zusammenfassend mein persönliches Bauchgefühl, was mir meine Intuition einfach so sagt. Argentinien ist mit Sicherheit eines der spannendsten Länder, die ich kenne. Eine hohe Chance, aber eben auch ein hohes Risiko. Und es hat ein Steuersystem, das dich belohnt, wenn du es verstehst und dich bestraft, wenn du es nicht verstehst. Aber das ist ja fast überall so mit den Ländern, die wirklich sehr, sehr reizvoll und schön sind die Steuern relativ hoch und relativ kompliziert. Man darf sich damit beschäftigen, man darf in die Eigenverantwortung gehen, genauso wie bei der Gesundheit, genauso bei Finanzen allgemein, genauso wie bei Spiritualität oder Weltsicht oder Politik. Die Selbstverantwortung ist eben einfach wichtig und eben auch bei Steuern ist die Selbstverantwortung wichtig. Also Ärmel hochkrempeln und sich damit befassen. Gern ein Beratungsgespräch sich dazu holen. Lass uns dafür sorgen, dass du auf der richtigen Seite dieser Linie stehst. Ich würde mich freuen, dich auch alsbald als Mandant unserer Kanzlei begrüßen zu dürfen. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.